Bosco! Rebecca. Heute zeige ich dir, wie wir Kommazahlen dividieren können. Kommazahlen teilen. Ja, Mhm. aber lass uns erstmal 9 geteilt durch 2 rechnen. Das geht ja gar nicht. Warum? Das ist ja keine gerade Zahl, die 9. Deswegen kommt ja auch eine Kommazahl raus. Ich zeige dir, wie man das schriftlich ordentlich aufschreiben würde. Ja, mach mal. Wir schreiben ganz normal 9 geteilt durch 2. Mhm. Jetzt passt die 2 in die 9 ja 4 mal rein. Ja. Dann schreibst du die 8, weil 2 mal 4 ist 8, unter die 9. Subtrahierst 9 minus 8. Dann bleibt 1 übrig. Rest 1. Normalerweise hätten wir jetzt gesagt Rest 1, aber wir wollen ja mit Kommazahlen arbeiten. Deswegen erinnern wir uns, die 9 könnte man auch verstehen als 9,0 oder 9,00 oder 9,000. Also hinter jeder natürlichen Zahl verbirgt sich ein Komma 0 mit unendlich vielen Nullen. Und davon benutzen wir jetzt einfach mal die erste 0. Ich denke mir also 9,0, hol die erste 0 runter und jetzt ganz wichtig, immer wenn du die erste Zahl hinterm Komma runterholst, musst du in dem Moment beim Ergebnis ein Komma setzen. Aha. Das heißt, wir schreiben da jetzt 4 Komma hin, holen die 0 runter, dann steht da 10. Und jetzt kannst du rechnen, 10 geteilt durch 2 ist 5. 5, die schreiben wir ins Ergebnis. 4,5. Ja, 5 mal 2 sind 10, Strich drunter, 10 minus 10 ist 0. Die Kein Rest Aufgabe mehr. ist aufgegangen, kein Rest mehr und das Ergebnis ist 4,5. Sieht doch easy aus. Eigentlich schon, gell? So. Es gibt insgesamt 4 verschiedene Sorten von Aufgaben, wenn man Kommazahlen dividieren möchte. Aha, da kommt der Haken. Ja, also es gibt solche Aufgaben wie die von eben, das heißt, die beiden Zahlen, die du dividierst, haben kein Komma, aber im Ergebnis wird ein Komma vorkommen. Dann kann es sein, dass die erste Zahl ein Komma hat, die zweite aber nicht. So wie bei diesen beiden Aufgaben hier. Ja. Die erste Zahl heißt übrigens Dividend. Dann kann es sein, dass beide Zahlen ein Komma haben, so wie bei diesen beiden Aufgaben. Oder es könnte sein, dass nur die zweite Zahl ein Komma hat, so wie bei diesen Aufgaben. Und die zweite Zahl heißt wie? Divisor. Wie schön, dass du gefragt hast. Ja. Ja, und diese 7 Aufgaben mache ich jetzt noch mit dir. Ein Tipp für die Zuschauer, das sind jetzt wirklich 4 verschiedene Sorten von Aufgaben. Wenn euch eine ganz besonders interessiert, könnt ihr ja direkt zu dem Kapitel vorspringen. Ich habe die Kapitel unten unterteilt. Sehr ordentlich. Ja. Jetzt lass uns mal loslegen. 1 geteilt durch 4. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Ja, die 4 passt ja nicht in die 1. Korrekt. Und das musst du aufschreiben. Also, wie oft passt die 4 in die 1 rein? 0 mal. Ja, gar nicht. Bedeutet Gar nämlich nicht. immer die Zahl 0. Deswegen musst du im Ergebnis 0 hinschreiben. Aha. Und 4 mal 0 ist 0. Ja, Und 1 minus 0 ist 1. genau. Und jetzt hole ich mir die erste Zahl herunter. Die erste Das heißt- Zahl hinterm Komma. Das heißt, ich hole mir die 0 runter und muss beim Ergebnis das Komma hinschreiben. Ja, Also steht da schon mal 0, richtig. Aha. So, und hier habe ich jetzt die 10 geteilt durch 4. Na, ist 2. 2 mal 4 ist 8. Die 2 schreibe ich in das Komma und unter die 10 schreibe ich die 8. Subtrahiere, 10 minus 8 ist 2. Und jetzt ist Kann ich es mir noch wieder eine Null nicht runterholen? aufgegangen. Deswegen Ja. musst du wieder noch eine 0 von hinterm Komma runter. Ah ja, dann habe ich da nämlich 20 stehen. Es gibt ja zum Glück unendlich viele Nullen. Deswegen kannst du so lange, bis die Aufgabe nicht aufgegangen ist, immer wieder Nullen runterholen. Super. Und dann habe ich 20 geteilt durch 4. Ja, und das ist 5. Jetzt geht's auf. Und 5 mal 4 ist 20. 20 minus 20 ist 0. Genau. Ergebnis 0,25. Prima. Okay. 0,18 geteilt durch 6. Ja, jetzt zeige ich dir, wie das funktioniert, wenn der Dividend, also nur die erste Zahl, ein Komma hat. Und zwar genauso wie eben auch. Du rechnest einfach geteilt. Wir fangen vorne an. Wie oft passt die 6 in die 0 rein? 0 mal. Ja. Und jetzt ist halt der Unterschied, bei den Aufgaben mit Komma darfst du nicht im ersten Schritt schon so viele Ziffern verwenden, wie du möchtest, sondern du musst beim Komma stoppen. Also die 6 passt nicht in die 0 rein. Das heißt, wir müssen jetzt eine 0 ins Ergebnis schreiben. Und dann gleich das Komma. Und dann
sagst du 0 minus 0 ist 0 und holst jetzt die 1 runter. Die 1 ist die erste Ziffer hinterm Komma. Das heißt, jetzt setzen wir im Ergebnis ein Komma. Dann steht da schon mal 0, Okay. Jetzt darfst du wieder nur eine Ziffer runterholen, nämlich die 1. Ja, und 1 geteilt durch 6? Klappt wieder nicht, geht gar nicht rein, also schon wieder eine 0 im Ergebnis. Ach hey. Die muss hingeschrieben werden. Ja. Gut, das heißt, wir rechnen jetzt 1 minus 0, Strich drunter ist 1 und jetzt darfst du dann die 8 runterholen. Dann habe ich 18 geteilt durch 6. Ja. Und das geht dann auf, das sind 3. Ja. Die 3 schreibe ich hin und 3 mal 6 sind 18. 18 minus 18 ist 0. Genau. Und sobald es dann aufgegangen ist und du oben keine Zahlen mehr übrig hast, die nicht 0 sind, bist du fertig mit der Aufgabe. Also 0,03 kommt raus. Das wäre das Endergebnis. Okay. Ja. Dann versuch mal die nächste, Bosco. Ja. 32,60 geteilt durch 8. Ja. Jetzt bis zum Komma darfst du die Zahlen zusammenfassen, weil die 8 passt ja in die 3 nicht rein. Das heißt, du darfst die 32 jetzt am Anfang benutzen, aber du dürftest jetzt nicht schon eine Zahl von hinterm Komma dazu nehmen. Ja, verstehe. Also 32 geteilt durch 8. 8, 16, 24, 32. Das geht ja sogar auf. Das sind 4. Ja. 4 mal 8 sind 32. Die schreibe ich dahin. 32 minus 32 ist 0. Ja. Und jetzt hole ich die 6 herunter und das ist die erste Nachkommazahl. Deswegen muss ich hier hinter die 4 ein Komma schreiben. Ja, gut. Anstrengend. Dann habe ich hier stehen 6 durch 8. Das geht ja wieder nicht. Richtig. Was machst du dann? Dann muss ich jetzt im Ergebnis die 0 hinschreiben. Unbedingt, ja. Okay. Und 6 minus 0 ist 6. Und jetzt kann ich mir die 0 runterholen. Dann habe ich 60 geteilt durch 8. Ja. Da geht die 8er Reihe, ach je, 7 mal rein. 7 mal 8 sind nämlich 56. Ja. Die 7 schreibe ich ins Ergebnis. Die 56 unter die 60. 60 minus 56 sind 4. Und jetzt kann ich mir noch eine der unendlichen Nuller herunterholen. Eine der unsichtbaren, ja. Also du brauchst jetzt noch eine mehr, als am Anfang der Aufgabe da stand. Dann steht da 40. Genau. Und 40 durch 8 sind 5. Ja. Also habe ich 4,075 raus. Jetzt sind wir fertig, weil die Aufgabe aufgegangen ist. 40 minus 40 ist 0. Richtig. Okay, schwierig. Muss ich aufpassen mit den Nullern. Aber das hast du schon gut gemacht, Ja. Bosco. Jetzt kommen wir zur nächsten Sorte Aufgabe. Ja. Wenn nämlich beide Zahlen ein Komma haben. Aha. Die hintere Zahl darf aber kein Komma haben. Warum schreiben die das dann ins Mathebuch rein? Ja, jetzt hat er aber eins. Das heißt, wir müssen eine Vorbereitung machen, um die Aufgabe überhaupt rechnen zu können. Du musst jetzt nämlich bei der hinteren Zahl das Komma nach rechts schieben, so viele Stellen weit, bis die Zahl kein Komma mehr hat, also bis das Komma nicht mehr nötig ist. Bei der 0,5 ist ja nur die 5 da. Das heißt, es reicht, das Komma eine Stelle nach rechts zu schieben. Ja. Dann habe ich eine 5. Ja. Aber ich darf natürlich nicht nur bei der einen Zahl das Komma schieben, sonst verändere ich das Ergebnis. Ich muss dann also auch bei der vorderen Zahl das Komma ebenfalls eine Stelle nach rechts schieben. Und dadurch wird aus der 0,75 eine 7,5. Ach hey. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ja. Wenn die hintere Zahl ein Komma hat, muss man das Komma so weit nach rechts schieben, bis die hintere Zahl kein Komma mehr hat. Und genauso viele Stellen verschiebt man dann das Komma auch bei der ersten Zahl. Die neue Aufgabe lautet dann 7,5 geteilt durch 5. Und dann rechnet man dir genauso, wie ich das eben schon erklärt habe. Also 7 geteilt durch 5 ist 1. Die 1 schreibe ich hin. 1 mal 5 ist 5. 7 minus 5 bleibt 2 übrig. Jetzt hole ich mir die 5 herunter, die aber nach dem Komma steht. Das heißt, im Ergebnis schreibe ich erst das Komma hin. Ja. 1, Komma. So, und hier habe ich jetzt 25 geteilt durch 5. Ja, und das sind 5. Die schreibe ich hin. Und 5 mal 5 sind 25. Also das Ergebnis 1,5. Genau. Puh. Na, dann lass mich das nochmal probieren. Nächste Aufgabe. 3,546 geteilt durch 0,09. So. 0,09 geht nicht. Das Komma muss ich 2 Stellen nach rechts verrutschen. Richtig.
Damit da die 9 steht. Ja, damit die hintere Zahl kein Komma mehr hat. Genau. Und dann muss ich das vorne auch machen. Unbedingt. Dann steht vorne 354,6. Ja. Und jetzt kann ich rechnen. Ja. 3 durch 9 geht nicht. Dann kann ich gleich die 5 dazu nehmen. 35 geteilt durch 9 sind 3. 3 mal 9 sind 27. Die schreibe ich hin und die 3 ins Ergebnis. 35 minus 27 bleibt 8 übrig. Jetzt hole ich noch die 4 dazu. 84 geteilt durch 9 sind 9. Weil 9 mal 9 ist 81. Ja. Die schreibe ich hin und die 9 ins Ergebnis. So, 84 minus 81 bleibt 3 übrig. Jetzt hole ich mir die erste Nachkommazahl runter, also schreibe ich im Ergebnis nach der 39 ein Komma. Ja. Schön, dass du da immer dran denkst. Das ist ganz wichtig. Und habe hier die 36 stehen. 36 geteilt durch 9 ist 4. Und 4 mal 9 sind 36. Dann geht's auf. Ja. Also habe ich raus 39,4. Gut gemacht. Na, dann mal los. Die letzte Variante. Ja, jetzt fehlt uns nur noch die Art Aufgaben, wo nur die zweite Zahl, also nur der Divisor ein Komma hat. Wir haben gerade gesagt, der Divisor darf aber kein Komma haben. Ja. Wir können nicht rechnen, solange die hintere Zahl ein Komma hat. Das gilt jetzt natürlich immer noch. Wir müssten also bei der Aufgabe 8 geteilt durch 0,4 das Komma eine Stelle nach rechts verschieben, damit aus der 0,4 eine 4 wird. Ja. Und zwingend notwendig muss ich dann auch bei der 8 das Komma eine Stelle nach rechts verschieben. Jetzt sagst du vielleicht, da ist doch gar kein Komma. Richtig. Doch, natürlich. Die 8 ist ja eine 8,0. Hinter der 8 ist immer das unsichtbare Komma. Das heißt, du verschiebst auch hier das Komma 1 nach rechts. Und aus der 8 wird eine 80. Ah. Das heißt, die neue Aufgabe lautet 80 geteilt durch 4. Ja, und da kann ich ja rechnen. 8 geteilt durch 4 ist 2. Und noch eine 0 hinten dran. Sind 20. Ja. Fertig. Und jetzt siehst du, wir haben ja gar kein Komma mehr bei der Aufgabe. Aha. Ja, weder die 80 noch die 4 noch die 20 hat Ja. Komma. Das passiert dann, wenn nur die hintere Zahl in der Ausgangsaufgabe ein Komma hatte. Na gut, dann lass mich mal machen. 60 geteilt durch 0,2. Bei der 0,2 das Komma 1 nach rechts, dann habe ich hier eine 2. Und aus der 60 wird dann eine 600. Richtig. So, und 6 geteilt durch 2 ist 3. 2 Nuller hinten dran sind 300. Ja. Und das sind meine Lieblingsaufgaben mit dem Verschieben. Die sehen erstmal kompliziert aus. Ja. Und man denkt, wie soll ich denn durch eine Kommazahl teilen? Ist es Aber gar letztlich tut man es ja nicht, weil man ja da gar nicht durch die Kommazahl teilt, sondern das Komma vorher so Ja. weit verrutscht, dass die hintere Zahl kein Komma mehr hat. Ja, super. Wie lief es bei euch daheim? Da müssen wir mal ein paar Übungsaufgaben noch reinstellen, glaube ich. Echt? Ja. Ach, dann sollen die Leute erstmal in die Kommentare schreiben, dass sie sich Übungsaufgaben wünschen, oder? Ja, dann tippt mal rein. Machen wir noch mehr. Bis zum nächsten Mal. Gut, hier sind nochmal die Lösungen. Tschüss. Tschüss.